Roundabout 26.000 Euro. Für mich eine totale Premiere. Der Bottesini oder Bozzini werden sie wahrscheinlich. Bottesini werden sie in Frankreich sagen. Das ist ein Tabat-Modell, was es für den deutschen Markt überhaupt nicht gibt. Und den werden wir euch heute mal vorstellen. Für mich eine Weltpremiere. Für dich, liebe Sabrina Fewinger, was ganz normal ist. Ihr verkauft den recht oft, oder? Ja, so sieht es aus. Bottesini, also wer das jemals gesehen hat, er ist keine 2,50 breit, oder? Der ist keine 2,50 breit, nein. 2,30. 2,30, etwas über 2,30. Und hier hast du aber alle Anleihen von einem, sag mal, richtigen Tabat. Das sind die französischen, ich sag mal, Versionen, die da sind, wenn die Leute Bozzini noch nicht kennen. Das ist eine, ich sag mal, Ausführung gibt es nur für Frankreich. Das ist eine Ausführung für Frankreich, jawohl. Aber auch für den deutschen Markt, wenn man das möchte, stellen wir das hier dementsprechend um und du kannst eine ganz normale EU-Flasche anschließen. Es ist einfach nur ein Kabel, ein Schlauch, der wird getauscht. Dann klappt das auch. Also das ist möglich. Gasabnahme muss noch gemacht werden. Gasabnahme wird gemacht und Ganze steht auf Alko drauf. Wir sind hier im Preisbereich Roundabout 25, da geht's los. Und die Ausführung, die wir gleich sehen werden, die ist speziell für den französischen Markt angepasst. Was will der französische Markt? Keine Toilette meist. Aber noch viel mehr. Sie wollen eine offene Blickachse, mehr Platz. Ein französisches Bett ist immer drin. Ja, und dann auch auf jeden Fall immer im Moment mehr eine Dusche halt. So, hier unten hast du dann 17 Zoll Bereifung. Ich glaube, du kriegst kaum was anderes verkauft in Frankreich, oder? Im Moment ist das der Renner mit den 17 Zoll Felgen, ja. Da mit drin. IS-Kühlschrank sehe ich schon, er hat einen Stromanschluss mit drin. Die Dachreling ist Serie, ist ein Muss, oder? Dachrelinge sind immer ein Muss. Die werden auch dann mitbestellt oder die doppelte Gürtelleiste, wie du es hier jetzt auch noch mal siehst. Das sind so die Tuning-Faktoren Optik. Optik, oder? Ja. Dann die, ich sag mal, unten jetzt die Leiste. Da hat der Uwe hat mir erzählt, der auch hier arbeitet. Der Ex-Chef, der da ist, hat erzählt, das ist viel leichter, wenn da mal eine Baus drin ist. Man kann es, ich sag mal, gut reparieren. Hat einen schweren Unfall zum Beispiel drin, dann kann man ab dieser Leiste unten kann man das reparieren. Ne? Man schaut, dass man einen Ansatz hinbekommt, ja. So, es passiert oft Unfälle? Touchiere, Rückwärtsansätze, irgendwo lang vorbei hängen bleiben, also alles schon gehabt. Da sind wir und wir gehen jetzt mal rein. Der Bottesini, auf geht's, Sabrina. 1,69 Meter Größe, die Aufbautür. Sie ist etwas schmaler, sie ist geteilt. Bitte geh mal vor. Ich gehe vor. Kommt ins Raumwunder. Bottesini, also auf der rechten Seite hast du direkt mal Ablagenfächer mit drin. Wir haben eine Aufbaulänge von 5,19 Meter, die hier da sind, obwohl er 4,80 Meter, glaube ich, heißt. Ja. Aber du hast all das, was einen Wohnwagen ausmacht. Du hast eine Hecksitzgruppe mit drin. Du hast eine Riesenküche. Ja. Guck mal. Wobei dann immer meist nicht wirklich so gekocht wird drin. Trotzdem hast du ein Dreiflammen-Kochfeld mit Guss. Auf Wunsch gibt es den auch ohne Einbauten, die werden dann einfach nur mitgeliefert. Gell? Das ist nur bei speziellen Modellreihen so. Das ist eine Option dann. Also darfst du nicht auf jedes Modell bei Tabat umswitchen. Durchgängige Arbeitsplatte heißt das dann. Aber ruhig mal anfragen, bei wo das geht. Und so weiter, ja. So, dann hast du hier eine Rundsitzgruppe, 2,32 Meter, bedeutet, ich habe natürlich nicht diese Breite wie von den anderen Fahrzeugen. Aber wenn du dich mal kurz... Eine Rundsitzgruppe. Weil eine Rundsitzgruppe hast du meistens immer nur bei 2,50 Meter. Ja. Und deswegen bist du hier schon so sehr hoch angesiedelt. Also Rundsitzgruppe, ich habe die großen Fenster. Bedeutet, wenn du jetzt hier das Bett umbaust, kannst du richtig schön rausgucken. Bis hier vorne. Das ist Optik wahrscheinlich da ein bisschen. Ja. Okay. Dann hast du... Warte, ich zeig's mal gerade. Hast du schon ein irres Raumgefühl. Dadurch, dass du das französische Bett hast mit dem Seiteneinstieg, was hier da ist, auf einer Aufbaulänge von knapp über 5 Metern. Ah, schon krass. Aber das... Auch hier im Raum ein Volumen einfach, dass du dich bewegen kannst. Trotz der Kürze. Also viele sind ja ganz happy mit 2,32. Die sagen, ja, 2,50, obwohl das ja, wenn man ein bisschen Übung, ist das problemlos. Aber jetzt gerade so in italienischen Straßen, ich war mal in Spanien unten, da war eine Brücke. Die Brücke war halt sehr schmal und dann fährst du da mit so einem Haufen hoch. Ja, ich glaube, unser hatte 9,50 Meter Gesamtlänge plus Fahrzeug, waren wir dann irgendwie bei 14 Metern. Und alles war immer so ganz eng, so dass da ist. Also Raumvolumen im Endeffekt, wo du dir immer
sagst doch, fehlen 20 cm. Aber es ist auch, wie du sagst, wenn ich Mautstation oder sowas, kommen ja auch noch dazu. Oder wenn du sagst Italien, wenn du irgendwelche Pässe fährst, dann ist wieder die Option, 2,30 Meter bist du ganz glücklich damit. So, geh mal bitte aufs Bett. Dann zeigen wir mal die Unterschiede. Das ist das französische Bett, was natürlich dem Raum einen riesen Gefallen bietet. Hier ist jetzt die Polster für die Ausgleichspolster, okay. Und das französische Bett hat natürlich den Vorteil, dass du ein irres Raumgefühl hast. Das heißt, du hast erstmal den Platz unterm Bett zum Stauen. Da vorne ist der 14 Liter Boiler, elektrisch. Und da ist der Teppich, der mit dabei ist, der bei euch fast immer mitbestellt wird, oder? Der ist bei den Franzosen in Serie zum Teil. In Serie. Dann Heckbad, nee, Frontbad. Da ist es mit drin. Geh ruhig mal rein, dass wir das mal sehen. Sind wir nur leider etwas dunkel hier unterwegs. Oh, ist nicht schlimm. Ich habe ja eine Aufbaulampe dabei. Ja. Sagen wir mal, also viel Platz hinten zum Stauen. Dann das Waschbecken hier mit integriert. Hier kommt eine Wand zu. Das war ein bisschen schnell, Sabrina. Wenn du dich mal gerade ein bisschen dünn machst, dann filme ich mal gerade da rein. Das ist das Waschbecken. Das Waschbecken, genau. Drunter hast du noch Schränke. Stauraum. Ja. Zieh mal fester. Ich brauche eine feste Zehe. Ist wahrscheinlich verriegelt. Ja, doch gar kein. Hier. Da ist die Verriegelung. Dann hast du hier eine feste Duschabtrennung. Genau, die wird einmal hier zum Waschbecken zugemacht, dass dem Holz nichts passieren kann. Und einmal nach vorne hin zur Tür, dass nichts passieren kann. Und dann hast du eine feste Duschkabine, wo auch hier dementsprechend alles abgerieben werden kann. Und es läuft hier nirgendwo an dem Kunststoff irgendwo was in den Wohnwagen. Liebe Deutsche, wenn ihr das seht, der hat keine Toilette. Ihr könnt aber das große Porta-Potty zum Beispiel reinstellen. Da habt ihr auch eine ordentliche Höhe. Und das einzige Nachteil ist, man muss dann schon die Beine raushängen lassen. Also beides wird dann nicht gehen. Es geht auch beides. Man kann es auch reinstellen. Da wird es aber ein bisschen sehr eng, was man da jetzt hat. Warte, ich filme mal rein. Komm ruhig mal raus. Okay, dann tauschen wir. Tauschen wir mal. Dann zeige ich nochmal das Bad komplett. Und tja, ist alles drin. Der Botticini, auch für mich was ganz Neues. Französisches Bett, überall Klappen. Tiefe von den Klappen? Ja, ordentlich. In der Lüftung, genau. Genau, geh mal kurz mit der Hand rein. Das wollen wir mal sehen. Ja, Tiefe von. ungefähr. Kühlschrank. Ja, der mit geringen Optionen, nicht wie man den jetzt hier kennt, zum Teil in den neuen Tabakfabrikaten mit doppeltem Anschlag, sage ich jetzt mal, links, rechts, sondern der ist einmal von einer Seite zu öffnen und hat ein Gefrierfach. Das Gefrierfach kann man rausnehmen wie früher, dann wird der Raum vergrößert. Das heißt, wenn du das rausnimmst, dann kann man noch bis oben durchladen. Hast du gesehen, der Boden war doppelt. Den Anschlag kann man übrigens tauschen. Also das weiß ich definitiv. Sieht zumindest so Ja, aus. du kannst ihn nach rechts verlagern, aber nicht mal links, mal rechts. Gleichzeitig geht nicht. Weil die Verriegelung ja auch dementsprechend mitspielt während der Fahrt. Der ist ja dann verschlossen. Also ruhig mal an euch wenden. Ja, dann kann ich schließen. Machen wir bitte zu. Da vorne ist so ein Lamellenvorhang. Was möchtest du schließen? Du willst dich jetzt hier Einschließen. in einen Ich will jetzt zweiten hier Raum begeben. alleine hier rechts würde ich meinen Fernseher hinmachen. Da würde ich meine... Halt, ich krieg's gar nicht auf. Echt? Ja. So, auch da habe ich eine Vereinzelung. Okay. Weißt jetzt, du willst wieder raus. Ja. Ich muss einen Kleiderschrank, der so groß ist, dass die ganze kleine Sabrina früher mal da hätte sich locker verstecken können. So, jawohl. Mit 2 Türen. Zeig mal gerade daneben. Und er hat sogar noch eine kleine Schublade drunter, aber die ist für Technik, gell? Die ist hier unten drunter mit. Ich glaube 230 Volt und 12 Volt Technik drunter, die da ist. Das ist die Heizung, die man bei den Wohnwagen typischerweise findet, denn der Vorteil ist, sie braucht ganz wenig Strom. Wenn sie mal gezündet ist, braucht sie gar keinen Strom. Und Sie braucht in dem Moment schon Strom. Braucht Strom? Laufen die Lüftungsanlagen, die Rundzirkulierung läuft. okay.
So, das heißt aber wenig Strom. Wenig Strom. Sie kommt mit 12 Volt aus. Hätte man ein 12 Volt Paket hier drin, könnte man auch damit tatsächlich überlegen. Ich werde mich niemals mit dir streiten. Wenn du sagst, sie braucht Strom, dann brauchst du Strom. Das ist so. Für die Lüftung. Die Lüftung. So, hier vorne mal bitte öffnen. Welches hättest du denn? Ist egal. Das oberste Fach. Das oberste können wir mal aufmachen. Besteckfach. Die Gasabsperrventile. Drunter hast du dann so einen Topffach und unten üblicherweise, aber hier sind jetzt neuerdings, Klappen. So, und da kannst du die ganz schweren Sachen reinmachen. Ich habe früher immer das Dosenfutter habe ich reingemacht. Apothekerauszug. Nobel, oder? Ja, absolut. So geht die Welt zugrunde mit Apothekerauszug. Aber ist der jetzt oft verkauft, der Botticelli bei euch? Ist das ein Volumenmodell? Der wird sehr oft wirklich verkauft. Ja. Also das ist so... Einstieg. Ja, was heißt Einstieg? Ich sage ja immer, es kommt auch aufs Dekor an. Dem einen gefällt halt von Bellini das Dekor, dem anderen gefällt von Puccini das Dekor, der andere hat nur den Geldbeutel für sowas. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Wir haben genug in unserem Portfolio drin, für jeden irgendwas zu finden. Und ich denke, dieser Grundriss, oder kann bestätigen, dass dieser Grundriss gerne und oft gekauft wird. Das ist so. So, ich setze mich mal ganz nach hinten mal rein. Dann kannst du mal bitte aufs Bett also ungefähr nur mal draufsetzen. Dann habe ich das ganze Raumgefühl mal drauf. Ja. Ich gehe mal ganz nach hinten. So, also das ist schon groß. Für knapp über 5 Meter habe ich einen tollen Wohnwagen. Im Vergleich zu einem Wohnmobil natürlich hier ein Raumgefühl, das ist unvergleichbar, weil eben das Thema Fahrerhaus nicht da ist. Du hast trotz 2,30 Meter diese, wenn du noch mal zu mir kommst und dich einmal hier in der Mitte drehst, das kannst du einfach mit dem Wohnmobil nicht machen. Also zumindest mal nicht mehr 2,30 Meter. Nein, da hast du hier in der Mitte nur noch so. Ja. Das ist so. Und das hast du beim Wohnwagen natürlich nicht. Und dann natürlich der Hauptvorteil sind die Kosten. Du hast keine laufenden Kosten oder ganz wenig. Im Vergleich, du hast keine Motorkosten, du musst kein Motoröl. Ich sag mal, da geht auch nicht so viel kaputt. Du hast den kleinen Steueranteil. Du hast auch keinen Kilometerzähler. Also das ist auch... Deswegen kommt wieder unsere Lebenserwartung, 30 Jahre. Ja, ist so. Die Gebrauchtfahrzeuge kann ich mir vorstellen, wenn du hier so bei, ich sag mal, geht bei 25 los, die werden schon, ich sag mal, gut gehandelt, oder? Momentan werden sie gut gehandelt, ja. Sehr schön. So, wir gehen mal raus. Da unten ist noch ein Fach, zeig mal. Hast du noch was gefunden? Da sind noch 2 Fächer, guck mal. Da ist noch eins. Und da ist auch noch eins. Warte mal kurz, du warst mit der Hand davor. Entschuldigung? Ja, kannst mal reinfilmen, da ist es. Und hier unten hast du... Der hat jetzt kein Bussystem, wie ich sehe. Das heißt, der hat noch normale Schalter für Licht. Und dann noch hier ein Fach. Überall alles hinterlüftet. Der ist wirklich bei Tabat im Werk, genauso wie alle anderen wird er gefertigt. Richtig, genau. Dann werden erst die Bottesinis, dann die Bellinis, dann mal Puccinis, dann mal Cellinis. Immer auf einer Reihenfolge von einer Sorte. Und hier übrigens, wenn ihr solche Steckerchen seht, da passt der deutsche Stecker tatsächlich rein. Also die sind vollkommen kompatibel, sehen ein bisschen anders aus, weil das, ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr euch einfach mal einen Schuko-Stecker holt, in der Mitte ist ein Loch drin und sie passen also ganz genauso rein. Ich wohne ja in Frankreich und da haben wir ab und zu mal solche Stecker auch noch im Einsatz. Es funktioniert. Ihr könntet die aber auch umbauen, wenn einer unbedingt... Wenn jetzt jemand unbedingt das anders haben will, ohne den Stift, dann findet sich aber genauso. Gegenden befindet sich auch das was wir umbauen können. Uiuiui. So, ich zeige mal gerade, hier vorne ist übrigens die Lüftung, die ist in der Heizung integriert. Das hatte ich vorher auch nicht, weil wir immer die Truma-Vent hatten wir ja getrennt dann bei der Sache. Okay. Eine Fernsehvorbereitung haben die alle oder ist es DVB-T? Nein, die haben eine Fernsehvorbereitung, wenn sie zum Teil auch mit im Schlafraum oder vorne halt bestellt wird. Ich habe jetzt hier auch gerade nochmal geschaut gehabt, weil es irritiert immer. Das sind diese Fixpunkte, die vom Werk her vorgegeben werden für die... Die sind so leicht angekörnt. Genau, für die Fernsehhalterung zu befestigen. Und das sieht dann natürlich etwas bisschen schlecht aus, wie wenn dann schon in dem Holzfurnier irgendwelche Löcher drin wären. Das ist aber so gedacht, das heißt, du triffst dann auch die Streben. Das ist, glaube ich, wichtig, oder? Ganz genau, deswegen sind die punktiert und angezeichnet damit. Cool, wieder was gelernt.
Ja, wir sind bei AMC Schmidt, mittlerweile Videonummer, ich glaube 6 oder 7, was wir jetzt machen. Das Ganze ein kleiner Abriss der französischen Modelle, die wir heute zeigen, die nicht nur die Leute in Frankreich begeistern, sondern auch viele Deutsche, die dann aber sagen, naja, in der Toilette, aber das klappt wirklich gut mit dem Porta Potty. Also ihr müsst es wirklich mal ausprobieren und oft ist es ja nur für Notfälle. Nachts, du hast Kinder mit dabei und so weiter. Eigentlich auch ein toller Family-Wohnwagen, wenn du jetzt ein kleines Kind hast und das kann vorne pennen, oder? Ganz genau. Und Vorzelt irgendwo was mit dran, hast du noch mal mehr Raumvolumen und zum Schlafen. Du bist ja meistens dann draußen und drinnen das kannst du umbauen als Bett und kannst es als Liegefläche lassen. So, das ist überall Kederschienen, Standard-Kederschienen rundrum. Das sind und diese übrigens, das was hier fehlt, wird mitgeliefert, war vorne drin, wird aber erst montiert, wenn das Fahrzeug ausgeliefert wird. Oder ist das nicht so? Ja. Genau. Dabei. Ja, danke fürs Einschalten. Wir sind in Ida Oberstein. Wenn ich Interesse habe, kann man hier auch einfach so vorbeikommen? Habt ihr ein Ladengeschäft oder ist das jetzt im Moment wird ja wirklich, ihr kriegt Ware rein, ihr schiebt Ware raus. Also das geht nicht nur für Leute in Frankreich, sondern ihr habt auch viele deutsche Kunden, oder? Ja, haben wir. Und im Moment, wie gesagt, wir sind auch in den Wintermonaten jetzt unterwegs. Sollte man nicht einfach sich ins Auto setzen und irgendwie vorbeikommen, denn einfach mal kurz Rücksprache halten. Wie sieht's aus? Können wir kommen? Und dann kann ich euch sagen, das und das haben wir da. Es lohnt sich jetzt, weil sonst müssen wir leider am Computer und über Svens Videos das Ganze miteinander machen, was aber auch kein Problem ist. Am liebsten nicht stehen bleiben, weißt du das? Das ist schöne Sonne, gell? Ja, das ist total schön. Es ist richtig kalt gewesen heute Morgen. 17. Dezember 2021. Ja, wir müssen noch einiges nachholen, denn die Messe in Stuttgart, die CMT wird ausfallen, wahrscheinlich, mit größter Wahrscheinlichkeit. Tabat ist auf jeden Fall nicht drauf, oder? Richtig, genau. Wir haben die Woche definitiv abgesagt und haben verschoben auf 2023. Das ist natürlich für die Leute, die das Ganze jetzt auch machen, ein harter Schlag. Das ist jetzt schon, glaube ich, die dritte oder in Folge. In Stuttgart sind wir jetzt schon 2 Jahre nicht gewesen. Ja. So, das heißt, wieder kommt alles nach Düsseldorf, aber das war schon gut in Düsseldorf für euch? Ja. Wir sind hauptsächlich ja dann in Düsseldorf oder in Stuttgart hier aus der Region her und da sehen wir euch gerne und dann sagt ihr einfach Bescheid, wenn ihr uns seht mit den schönen orangenen T-Shirts. Das hat sich die ganze Zeit jetzt eingespielt. Achso, zeig mal. Findet ihr die Firma Schmidt. So, das ist, ihr habt sogar orangefarbene Schirme, die ihr den Kunden auch schon mal schenkt. Und da steht der Botticini von Tabat übrigens exklusiv. Ist er jetzt nur für euch eigentlich? Nein, der Botticini, der wird so auch in Frankreich verkauft. Okay, das heißt, es gibt Händler in Frankreich, die ihn auch anbieten. Korrekt. Aber in Deutschland nicht, das ist der Einzige. Da sind wir der Einzige für den Botticini. Tschüss, Sabrina, Geschäftsführerin von AMC Schmidt. Und ja, wenn ihr Lust habt, einfach mal googeln, AMC und Schmidt mit Doppel-T, der größte Tabat-Doppelachsenhändler der Welt. Ja, ist er so, zumindest mal von Europas. Und ja, ansonsten gibt es ja Tabat auch nicht, oder? Meinst du? Vielleicht. Tschüss. Ciao.